Puerto Ayora auf Santa Cruz ist der größte Ort der Inseln und das touristische Zentrum. Trotzdem wirkt es jedoch recht beschaulich. Ein Muss für jeden Santa Cruz-Besucher ist die Charles Darwin Forschungsstation. Charles Darwin besuchte die Inseln 1835. Der Botanikprofessor Henslow aus Cambridge hatte seinen ehemaligen Studenten als Reisebegleitung für den jungen Kapitän Robert Fitzroy empfohlen. So startete der 22-jährige Darwin seine fast 5 Jahre dauernde Schiffsreise mit der Beagle um die Welt und litt häufig unter der Seekrankheit. Bei jedem Landgang sammelte er viele Tiere und Pflanzen. Auf Galapagos waren auch zahlreiche Finken dabei, die John Gould in England bestimmen und zeichnen sollte. Dieser verzweifelte fast daran, da sie sich nur nach Schnabel und Größe unterschieden. Das wurde der Ausgangspunkt für Darwins Überlegung zur Entstehung der Arten. The Origin of Species empörte jedoch viele, die zu dieser Zeit fest davon überzeugt waren, dass Gott die Erde und die Menschen erschaffen hatte, und zwar in 7 Tagen. Bereits in den 60er Jahren begann man hier Schildkröten zu züchten. Die Tiere hatten ursprünglich keine Feinde auf den Inseln. Doch eingeschleppte Hunde, Katzen und Ratten fraßen die Eier und jagten den Nachwuchs. Im Alter von ca. 5 Jahren sind die Schildkröten groß genug, um Angreifern standzuhalten und werden meist wieder ausgewildert. In der Mitte der Insel Santa Cruz befindet sich die Finca Las Primicias, die sich ganz den Schildkröten widmet. Zur Begrüßung gab es einige ausgeblichene Panzer zum Anfassen. Das Highlight waren jedoch die hier in freier Natur lebenden Riesenschildkröten. Sie grasen sowohl auf der Finca als auch im angrenzenden Nationalpark. Misstrauisch beäugten uns diese urtümlichen Tiere. Man vermutet, dass die Schildkröten ähnlich wie die Leguane auf schwimmenden Ästen und Stämmen vor Millionen Jahren über das Wasser kamen und deutlich kleiner waren. Wenn Reptilien auf Inseln landen, die frei von Fressfeinden sind, tendieren sie dazu, besonders groß zu werden. Schildkröten können sehr alt werden. Über 175 Jahre wurden schon dokumentiert.